Yeah, I'm 1980. Okay, also er ist tatsächlich 1980 geboren, aber irgendjemand hat mal eine Wikipedia-Seite angelegt und 1982 geschrieben. Und er lässt das jetzt einfach mal sich gefallen und hat nicht vor, das zu ändern. Aber eigentlich ist er Jahrgang 80. Also ich hätte ja fast was vergessen. Also wir machen uns ein bisschen Sorgen um deine Gesundheit. Weil es ist in Deutschland auch noch sehr kalt. Und deswegen dachten wir, also für deinen Schutz brauchst du eventuell eine Mütze oder so. Oh nein. Germany is pretty cold at the moment and we are we're afraid what's going to happen to your health. So we wanted to get you something to keep you warm and help you kind of survive the German winter. And we have a hat for you. Awesome. This is staying on now. I know, you just need to like trouser around. That's your color. Thank you, it's awesome. For the new Festa novel, Octopus. Mr. Octopus. Also Matt hat inzwischen mehr als ein Dutzend Romane geschrieben, hat auch viele Anthologien herausgegeben. Bei Festa haben wir bereits 5 Bücher von ihm, die habt ihr ja schon gesehen. Zusätzlich noch zum Oktopus, darüber muss ich jetzt nicht so viel erzählen, da wisst ihr sicherlich alle bestens Bescheid drüber über das Buch. Und er lebt in England, und zwar in Southampton, das stimmt, glaube ich. Do you live in Southampton? Yes. Yes. That bit was right. Über sein Leben ist nicht allzu viel bekannt. Also es gibt zwar einen Wikipedia-Eintrag und solche Sachen, aber trotz alledem kannst du uns ein bisschen was über deine Vergangenheit erzählen. Yeah, that one's good. There's not much known about your life, your personal life and professional life, besides this Wikipedia page. That's wrong. So, would you please tell us something about your life, your past? Oh, I keep my private life private because I had a lot of people message me horrible stuff about my life and my wife, so I kind of pulled away. So what you see online is a persona. So my actual life is really fucking boring. You know, I sit indoors 10 to 12 hours a day just writing. I don't go out, I don't socialise. The only person I socialise with is the post office lady. Because she's sexy. She's got a good memory. Also er sagt, sein Leben ist im Grunde sehr, sehr langweilig, denn er sitzt 10, 12 Stunden am Tag zu Hause und schreibt halt Dinge. Und er steht auch nicht so auf Menschen, deswegen geht er einfach nicht raus, um Menschen zu treffen. Bis auf die Dame vom Post Office, wie sagt man, von der Post. Von der Post. Denn die ist scharf. Die steht da. Ansonsten hält er tatsächlich sein Privatleben so privat, wie das nur möglich ist, weil er einfach schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Leuten, die ihm irgendwelche dummen, beleidigenden, manchmal auch bedrohlichen Nachrichten geschickt haben, nicht nur zu ihm, sondern auch zu seiner Ehefrau, was einfach gar nicht geht. Und da hat er dann beschlossen, okay, alles mal rausnehmen, was hier irgendwie echt ist und online sozusagen eine Kunstfigur erschaffen, mit der man durchaus kommunizieren und sich irgendwie beschäftigen kann. Das ist aber nicht der Merschau, der 10, 12 Stunden an seinem Schreibtisch sitzt und die Postdame anschmachtet. Ja, das ist schon was accurate. Ich habe gelesen, dass du schon mit 12 Jahren deine erste Story geschrieben hast. Und wann bist du dazu gekommen, richtig professioneller Autor zu werden? You were writing your first story when you were 12. Yes. At least that's what Hardy found out. When did you start writing professionally? I think I was about 25 years old, and I was seeing psychiatrists, doctors, for mental health, and they told me that I need to write my feelings down. So I wrote a book called The Autobiography of Nobody, which basically details mental health. And because I enjoyed the process, I carried on writing. Oh, okay. Er hat tatsächlich mit 12 seine erste Geschichte geschrieben. Das ist eine wahre Information, eine der wenigen offenbar. Als er 25 war, war er in Therapie, weil er halt seelische Probleme hatte. Und sein Psychiater hat ihm geraten, er solle doch seine Gefühle in Worte fassen und aufschreiben, woraufhin er ein Buch schrieb, das grob übersetzt die Autobiografie eines Niemand heißt.
Und das hat ihm so gut gefallen, das hat ihm auch so gut getan, dass er beschlossen hat, dass er das jetzt einfach immer machen will. Und hast du dann mit Horror-Stories angefangen und Horrorromane zu schreiben oder andere Dinge? Did you start with horror stories or do you write other stuff? I write in all genres, but I'm known for horror. My favourite genre is obviously horror, because you can fuck shit up. Fuck people up, isn't that? Either or. Also er schreibt in allen Genres, also man kann von ihm alles Mögliche finden. Sein Lieblingsgenre ist wohl dann der Horror, dafür ist er auch am bekanntesten. Und er schätzt es tatsächlich, weil man da Dinge halt an den Arsch gehen lassen kann. Woraufhin ich ihn fragte, ob sie Leute sind, die er gerne an den Arsch gehen lassen will, was er jetzt auch nicht leugnet. Ich habe neulich ein Interview mit Mark Bestford gelesen. Da hast du gesagt, dass Horror nicht dein Lieblingsgenre ist, sondern deswegen wollte ich da nochmal nachfragen. Genau. Was gibt es denn noch? There was this interview with what's Mark his name? Bestford. Mark Bestford, and you told Mark that Online. yeah, you found it online, and you told Mark that horror wasn't your favorite genre. I used to like writing like fantasy stuff to make people cry, you know, like mess with their emotions. But as I've got older, I've become more of a shitbag, and now I'm embracing the horror. Okay, so it changed over time. Yes. You found your love for horror. Yeah. Okay. Also tatsächlich hat er früher lieber irgendwelche fantastischen Dinge geschrieben, die Emotionen der Leute gepackt haben. Er hat gerne die Leute quasi zum Weinen gebracht. Aber je älter er wird, desto mehr wird er zum Drecksack und freut sich darüber, den Leuten halt eher Angst zu machen, weshalb tatsächlich der Horror jetzt doch das ist, wo er sich am wohlsten fühlt. Ich habe gehört, dass du ein Filmfan bist und Filme sehr gern magst. Und kannst du uns was über Filme erzählen? Wie viele Horrorfilme schaust du so? Und schaust du vor allem Horrorfilme? You're some sort of a movie fan, and Heidi wants to know what kind of movies do you like best? Do you watch a lot of horror movies, or? I've got 3 top films: Psycho, Jaws, and Joker. Oh, the new Joker. The new Joker. That's wow. Yes, because it deals with mental health and it shows the person pushed to one side who then snaps. I can relate. Okay. Er sagt, er hat 3 Lieblingsfilme aller Zeiten. Das ist Psycho, was hoffentlich jeder hier verstehen kann. Der weiße Hai, auch da unterschreibt hoffentlich jeder. Und der dritte ist tatsächlich Joker, der letztes Jahr rauskam, weil sich dieser Film so viel mit seelischen Problemen beschäftigt und mit einem Menschen, der so von diesem Problem belastet ist und so von der Gesellschaft kaputt gemacht wird, dass er halt irgendwann austickt, und dem fühlt er sich verbunden. I'm getting a bit afraid standing next to you. No offense. All right now. Der Roman Monster, den du mit Michael Bray zusammengeschrieben hast, der ist auch verfilmt worden. Und da hast du auch mitgewirkt. Hast du das Drehbuch geschrieben oder welche Sachen? What did you do in the filming of Monster? Was it your script, or was it just your book, or are you just playing in? Are you playing in the movie? Not that one, but in others. Ah, okay. I wrote it with Michael Bray, and the author Sean Hudson was a script consultant. I produced it and I directed it. Oh, okay. Also er hat den Film produziert und er hat Regie geführt. Das Drehbuchskript wurde von jemand anders erarbeitet. Okay. Was it fun? No. Will you do it again? I made that in 2018. In 2019, I made another feature film called Next Door, which is still not out. And I've literally just come back from America, where I filmed A Nightmare on Elm Street. Yeah, so I wrote that, and that one I'm in. So yeah. Okay, also er macht weiter Filme. Der ist jetzt von 2018, 2019 hat er einen gemacht, der noch gar nicht rausgekommen ist. What was the title of the 2019 movie? Next Door, but Next Door. It's crap. It's rubbish. Oh, It's not what Trash fest. I spent a lot of money on it,
and it went very wrong. Oh, okay, also Next Door würde er uns, glaube ich, eher nicht so empfehlen. Er hat sehr, sehr viel Geld investiert, aber es ist alles nicht so gelaufen, wie er das wollte und er sagt, der Film ist eigentlich Müll. Aber da er noch nicht draußen ist, wir können uns ja dann irgendwann vielleicht doch ein Bild machen. Er heißt Next Door, also im Grunde in der Nachbarschaft oder nebenan. Und jetzt gerade kommt er aus Amerika zurück, also er war jetzt bis vor kurzem in Amerika und hat einen Nightmare on Elm Street Film gemacht, in dem er auch mitspielt. Mal gucken, was daraus dann noch wird. Ist Michael Bray ein guter Freund von dir? Is Michael Bray your friend? Are you two kind of... No? Michael Bray's he's a hard-working, good writer. Okay. And we fell out over Monster, but no hard feelings. Good guy. Er klang jetzt sehr diplomatisch, was für einen Engländer eigentlich meistens bedeutet, nein, sind sie nicht. Michael Bray ist ein guter Autor, der sehr viel und sehr hart arbeitet. Als sie zusammen an Monster gearbeitet haben, gab es Diskrepanzen, aber es gibt keinen Streit zwischen den beiden und man versteht sich durchaus, ist jetzt aber nicht besonders eng miteinander. Simona hat mir vorhin erzählt, dass du dich glaubst zu erinnern, dass eine Figur in Sick Bastards Michael Bray ist? There's this guy in Sick Bastards. He's called Michael Bray, isn't it? Yeah. Right? Yeah. I make a point of I kill my friends and I kill my readers in books because they enjoy it. And Michael Bray and I, we've been talking for a long time. And so it felt right to kill him in the book. Wenn er Menschen in seinen Büchern tötet, dann sind das meistens Leser oder eben Freunde. Und das passiert tatsächlich. Also es gibt eine Figur namens Michael Bray in Perverse Schweine. Die, ja gut, Spoiler, das tut mir jetzt leid, aber der kommt halt um. Und das ist etwas, das die Leute dann auch einfach mögen. Also er tut das tatsächlich, weil die Leute sich dann geehrt fühlen und das cool finden. Und da die beiden sich halt mal sehr gut verstanden haben und eben no hard feelings, also kein Streit und so, hat er fühlt es sich für ihn richtig an, Michael Bray sterben zu lassen in Perverse Schweine. Hättest du Lust, Sick Bastards zu verfilmen? Would you like to make a movie out of Sick Bastards? Yeah. I've written the script, but it needs a lot of money. And at the moment, all of my films, like Monster, we spent 60,000 on. Next Door was 20,000. I think I did a rough budget plan for that. I need 150,000. So it's not exactly low budget, huh? That is low budget. Yeah, but you still have to make that much money. I'm selling my wife. How much? Tenner. Does she come with drugs or? Could do. Er würde gerne Perverse Schweine verfilmen. Das Problem ist halt, also es gibt auch tatsächlich auch schon ein Drehbuch. Das Problem ist halt einfach, dass er vorneweg 150.000 bräuchte, um diesen Film zu machen. Und die muss man natürlich erstmal zusammenkriegen. Das ist immer noch eine Low-Budget-Produktion, aber halt, ne, jeder hier kann sich vorstellen, dass man das jetzt nicht einfach so rumliegen hat. Für Monster hat er 20.000, für Next Door hat er 20.000 investieren müssen und für Monster 60.000. Und jetzt eben, ne, diese Filme waren möglich. Sick Bastards könnte wohl noch eine Weile dauern. Er wäre aber bereit, seine Frau zu verkaufen. Wenn man lieb ist, bringt sie Drogen mit. Die Bücher sind sehr gewalttätig. Gibt es irgendwas, wovor du dich ekelst, wenn du schreibst? Your books are full of graphic violence. And is there anything that you are disgusted by when writing? I made myself throw up writing a book. There's a book called How Much To, and it deals with a man, like, so when all the spit in the mouth, spitting into someone else's mouth, and then they're like. That's the story from the police. I'm going to throw up soon. That made you throw up? Literally? I don't like. I have a phobia of being sick and gagging. That's they're the things that I can't cope with. So yeah, that one, because it made me gag. Once I start gagging, I'm like, so if I go, then it's like.
Okay, es gibt diese Geschichte, How Much To. Da sind diese zwei Typen, die sich gegenseitig, ihr kennt ja bestimmt alle Edward Lee, ne? Hier, Spruchwettbewerb. Da sind da diese Leute, die hier schön den Schleim hochholen und hochhusten und sich dann gegenseitig genau das. Das kann ich nicht, aber er macht das sehr schön. Und sich dann gegenseitig in den Mund spucken und das dann schlucken. Und weil er tatsächlich eine Phobie davor hat, vor Krankheit und Keimen und eben auch würgen oder keuchen müssen, hat ihn das tatsächlich sehr fertig gemacht, das zu schreiben, und er musste sich tatsächlich übergeben. Also es gibt Dinge, die ihn anekeln, ja. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass hier jemand dabei ist, der noch kein Buch von dir gelesen hat. Aber wenn jemand dabei wäre, welches dieser Bücher würdest du empfehlen, als erstes zu lesen? Okay. If there's anybody in this room who hasn't ever read a book of yours, which one would you recommend for a start? Probably Sick Bastards, because it got me my career. You know, it went to #1 the moment I released it. Lionsgate bought the film rights from it, which have since expired, and I've got them back. But I quit my job because of that book. Okay. Er würde Perverse Schweine empfehlen. Das war sein größter Erfolg. Damit hat er quasi alles angefangen. Das ist direkt auf Nummer 1 gegangen. Lionsgate hat die Rechte gekauft. Die sind jetzt abgelaufen. Er hat sie zurück. Aber das war wirklich ein so großer Erfolg, dass er sogar aufhören konnte zu arbeiten und sich dann ganz dem Schreiben widmen. Also das wäre seine Empfehlung. Wenn man noch nichts von Matt Shaw kennt, lese man bitte Perverse Schweine. Boys Night hast du gemeinsam mit Ruth James White geschrieben. Du lebst in England, er lebt in den USA. Wie funktioniert das? How did the writing process work with Ruth for him living in the US and you in England? Raph is slow. You know, he needs to sort his life out, because we would email. He needs to quit his job. He needs to quit his job. Yeah. We would email each other one chapter at a time. He obviously works really hard for a living, so I'll be sitting at home waiting for his chapter to come back. I'll bash it out real quick and then send it back to him. So literally, it was just ping pong with the writing, and with each chapter there was ideas of what we need to do next. Okay, er konnte das tatsächlich ziemlich gut machen, weil Raph sehr viel arbeiten muss. Das ist ja auch kein Geheimnis. Und also er ist der Meinung, Raph sollte mal sein Leben auf die Reihe kriegen. Während ich der Meinung bin, er sollte einfach seinen Job einfach mal sein lassen, dann wäre er nämlich schneller. Also Raph arbeitet einfach sehr, sehr langsam, wenn es um Schreiben geht. Und so war es im Grunde so, dass Raph sich den Arsch abgearbeitet und dann immer mal ein Kapitel geschrieben hat das dann zu Matt gemailt. Und Matt saß im Grunde zu Hause und hat halt gewartet, bis endlich was von Raph kommt, um dann schnell seinen Teil quasi zu schreiben und zurückzuschicken. Und es wurde natürlich auch immer kommuniziert, was muss denn jetzt als nächstes passieren, damit der jeweils andere dann auch weitermachen kann. Also man tauscht sich sozusagen Kapitel für Kapitel darüber aus, in welche Richtung die Geschichte jetzt gehen muss, damit der nächste halt weitermachen kann. Und so hat es dann zu einem ziemlich guten Buch geführt. Die Romane sind ja alles sehr moderne Horrorromane, die auch meistens hier und heute spielen. Welche Rolle spielen für dich klassische Horrorautoren? Weil in Octopus gibt es natürlich einen klaren Bezug zu Lovecraft. Welche Rolle spielen die Autoren für dich? Your books are quite modern. They're all playing today, and they sound modern. Do you have any relation to older horror authors like Lovecraft, whom you think about when you're reading Octopus? Are you reading classical horror? Do you have a relationship? I don't read horror from today, because I don't want, like Raph James White, I love the guy, fantastic writer, but I don't want to mimic him. I don't want to copy his style. Mm-hmm. So I only read like Lovecraft and Edgar Allan Poe. So I prefer the old stuff, okay. So I don't get mixed up. Okay, also tatsächlich hält er sich, wenn er selber liest, an die Klassiker, eben Poe und Lovecraft, und genießt die halt auch sehr, weil er auch tatsächlich die modernen Horrorautoren gar nicht kopieren möchte. Und er will gar nicht erst in die Gefahr kommen, zum Beispiel zu schreiben wie an Ruth James White, wenn er jetzt irgendwie anfängt, nur noch Ruth James White zu lesen. Das möchte er nicht, er will sich davon fernhalten, er will sich frei halten für sein eigenes Schreiben und liest deshalb eher die Klassiker. Meine Frage, die ich immer stelle, was ist deine größte Angst? Wovor hast du am meisten Angst? What is your biggest fear? My biggest fear? Failure. Deep, right? I know. Amazon
deleted my account once and it was off for 24 hours. So for 24 hours I'm not selling, I'm no longer a writer. And the first thing I thought to do was kill myself. So, Really? It was so extreme? Yeah, so failure is not an option. Wow, okay, seine größte Angst, und jetzt wird's echt hier, ne? Nix hier, ich schreibe nichts mit Kindern oder Tieren oder so, nein, seine größte Angst ist Versagen. Er hatte mal das Problem, dass sein Amazon-Account für 24 Stunden blockiert wurde und er konnte in der Zeit nichts verkaufen und hatte sofort Angst, dass er jetzt kein echter Schriftsteller mehr ist und hatte sofort auch Suizidgedanken, weil er dachte, okay, das geht jetzt gerade gar nicht. Das, was ich immer mache und immer machen will, funktioniert nicht. So kann ich nicht leben. Das findet nicht statt. Also Versagen ist für ihn definitiv keine Option. Ja, vielen Dank. Erstmal jetzt natürlich noch die Frage an euch. Habt ihr Fragen an ihn? Möchte jemand was wissen? Was wissen über seine Bücher, über sein Leben, über seine Tierliebe? Gut, dann frage ich das. Ich habe gelesen, dass du ein großer Tierfreund bist. Everyone needs to stick their finger up in it as well. Everyone needs to stick their finger up in it as well. Okay. Ich habe gehört, dass du ein großer Tierfreund bist. Du hast auch einen Mops. Erzähl uns darüber. You are, if I'm saying animal lover, you're going to laugh again. You like animals? You own a Sorry, pug. Frank. Sorry. I like it. We've seen that you own a pug. And that you like animals. Would you tell us something about it? Why do you like animals? How's living with a pug? My pug is an asshole. You wrote a book about that, didn't you? I did, yeah. I made good money from telling people what an asshole my pug is. Animals is just, no matter what you do, as long as you're not cruel to an animal, they only love you. With people let you down and disappoint you and upset you. But animals, they just want cuddles. It's true. Er mag Tiere tatsächlich sehr, sehr gerne. Er hat auch tatsächlich einen Mops, also er lebt mit einem Hund zusammen. Er sagt aber, dass sein Mops tatsächlich ein Arschloch ist. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben, das genauso heißt, My Pug is an Asshole. Und verdient damit auch gutes Geld. Aber er liebt tatsächlich Tiere sehr. Denn Tiere sind sehr ehrlich und sehr zugewandt. Wenn man nicht grausam oder gemein zu ihnen ist, werden sie einen immer lieben und werden einen nicht enttäuschen oder irgendwie fallen lassen, wie Menschen das einfach immer wieder tun. Das wird bei einem Tier einfach niemals passieren und das schätzt er sehr. So, jetzt nochmal der Versuch. Hat jemand eine Frage? Seid nicht schüchtern, jetzt habt ihr ihn mal hier. Ja, bitte. Ja, was er von dem Film Arachnophobia hält, würde ich gerne wissen. Wir haben gestern Abend schon miteinander gesprochen. I guess you understood the question. Do I like arachnophobia? Yeah. Yes. Spiders can die. So but they only want to cuddle. They will never let you down. Spiders aren't animals, they're arachnids. And at home, I have a sword. So if a spider comes in my house, I take its legs off and I leave it as a raisin. What if it carries a gun? A spider with a gun. Well, I've cut its fucking limbs off. Er hasst Spinnen. Er hasst Spinnen so sehr, dass er zu Hause ein Schwert hat und wenn eine Spinne in sein Haus kommt, schneidet er ihr die Beine ab und lässt sie wie eine Rosine am Boden liegen. Und er betrachtet Spinnen auch nicht als Tiere. Das sind dreckige Arachniden und die haben bei ihm nichts verloren. In Octopus gibt es eine Szene mit einer Spinne, mit einer Vogelspinne. Oh, really? Yeah. Ah, there's a scene in Octopus with a spider. There is? Yeah. What's going on with his translation? Oh, this is shit. Let's fix it. Just you. Okay, I don't. It's horror for you. I don't. Because when I finish one book, I'm on the next, and then the next. So I write a book a month at least, so I forget. So I don't remember a spider in that. Er hat die Szene mit der Vogelspinne vergessen, weil er wie am Fließband schreibt. Jeden Monat ein neues Buch und
Und ne, sobald das eine fertig ist, fängt er mit dem nächsten an und dann passiert es wohl auch mal, dass man Szenen vergisst. Wie viele Bücher hast du insgesamt geschrieben? How many books have you written by now? Over 270. So, You're kidding. Er hat über 270 Bücher geschrieben bisher. but I did put a note up today that I'm deleting a lot of them. The old stuff or? Yeah, oh yeah, the old stuff. It's just we're just deleting it. Really? Mhm. So it's not, you can't buy it anymore in it's... Yeah, it's a business move, I'm thinking. So I just want people to see the newer stuff. Ah, okay, okay. Also er ist tatsächlich am Überlegen, ob er ein paar von den älteren Sachen halt einfach rauslöscht aus seinem Katalog, damit die Leute sich mehr auf das Neuere konzentrieren, das er halt verkaufen möchte. Geschäftsentscheidung. Mal gucken, wie er es dann wirklich umsetzt. Fragen? Ja, hier. Ja. Bitteschön. Wer jetzt? Er ist ja in Southampton, wohnt er ja. Und da wurde ja auch die Titanic gebaut. Und wenn er sich jetzt vorstellen würde, er würde jetzt 1912 aufwachen auf der Titanic und die würde jetzt untergehen, was ist das Letzte, was er tun würde? Regarding your hometown of Southampton, there was the Titanic was built there. You just learned. If you woke up in 1912 and you were on a Titanic that's about to sink, what would be the last thing you do? Sex with Kate Winslet. Ich hab gerade verstanden, ne? Good plan. Das ist richtig. How have been your feelings about Octopus being out sold out so fucking fast? Was it like surprising or shocking or When jumping around when- naked in your flat or? I do that anyway. Fair enough. When Frank said he was doing 666 copies, I was like, well, he's going to get fucking stuck with a lot of books. Then when it sold out, obviously I was flattered and like, wow, really happy, not just for me, but for Festa as well. But then I thought, shit, because there's a lot of people that really need this book to be good now. So there's a lot of pressure on that. So, Okay, es ging darum, wie er sich gefühlt hat, als Octopus so furchtbar schnell ausverkauft war. Das haben wir alle mitbekommen. Das hat ja nur wenige Stunden gedauert, bis das Ding weg war. Und er sagt, als er gehört hat, dass Frank 666 Exemplare davon machen lässt, dachte er, ja, fuck, dann wird er halt auf einem Haufen Bücher halt dann sitzen bleiben. Und dann war das so schnell weg und er war natürlich glücklich und hat sich gefreut, nicht nur für sich, sondern eben auch für die Familie Festa und für uns alle, die wir hier arbeiten. Dann kam aber auch relativ rasch eine gewisse Angst, denn jetzt haben ganz viele Leute dieses Buch und dann muss es gefälligst auch gut sein. Das ist natürlich ein gewisser Druck und er kann nur hoffen, dass alle das Buch genießen. I hope they like it. They will. Translation's good. Yeah, added bits. Wer hat denn alles ein Exemplar abbekommen von euch? Ja, nein. Okay, they all have their copy of Sehr schön. Wer hat's schon gelesen? Oh, they already read it. Sehr gut. Run. Run as No. fast as you can. Chase me, chase me. So, Fang ihr einfach Lieben, draußen eine Spinne. Nee, das bringe ich nicht. weitere Fragen von euch? Ja. Ich habe ihn gestern. Ja, bitte? Wo kriegt er seine ganzen Ideen her für die ganzen Bücher? Bei 270 Büchern muss er ja eine riesen Ansammlung an Ideen haben. Where do you get your ideas? 270 books, that's quite a lot, so you need to have a large storage room full of ideas. They just come at really bad times. I was having a romantic meal with my wife, and it was on the beach in Antigua, and I was eating turkey, and I had an idea for a book through that, where what if a guy had a turkey and fucked it?
It's not romantic. It is a romance. Because they have a loving relationship, and then he kills the bird, and he ends up with a cow. And it's the ideas just come from anywhere. Right? So just eating turkey did that. Not eating. Eating. Viel Spaß bei der Übersetzung. Okay, it's you with Wrath, to be honest. Yes. Fuck you, Ruff. I'm proud of you. Sorry. Yeah, anyway. Die Ideen kommen zu den allerblödesten Zeiten und zu den merkwürdigsten Gelegenheiten. Und also im Grunde sind sie halt einfach da und überfallen ihn halt immer mal wieder. Er saß zum Beispiel einmal am Strand mit seinem Urlaub mit seiner Frau und hatte ein romantisches Abendessen mit ihr und er hat Truthahn gegessen. Und dann fiel die Liebesgeschichte eines Mannes zu seinem Truthahn ein. Und er sagt, es wäre ein Liebesroman. Und irgendwann bringt er halt diesen Truthahn um und tut sich mit einer Kuh zusammen. Und sowas passiert. Sorry. Also Ideen kommen zu den blödesten Zeitpunkten, wenn man sie am wenigsten erwartet. Gestern Abend hat er mir eine Story erzählt von dem Roman. Ich fand, gestern Abend hat er es noch besser erzählt. Und zwar, der hat dann Truthahn und will den dick füttern für Thanksgiving. Und der Truthahn spricht dann zu ihm. Und dann beginnt eben die Liebesbeziehung. Und dann, der Truthahn stirbt bei einer gewissen Situation. Und er ist jetzt traurig und da kommt eine Kuh und sagt zu ihm, hey, ist doch nicht so schlimm. Hey, und so, da fängt er eben eine Beziehung mit der Kuh an. Also, kannst du das Buch bitte einkaufen? Darf ich das ja, ich muss sagen, es gefällt mir auch gut. We should talk about business. I want to translate this book. That book did real good. Das Ding hat sich verkauft wie ein Brötchen. Das läuft gut. Okay, du hattest noch eine Frage? Ich habe gestern auf Instagram hat er meine Frage beantwortet. Ich konnte es auch nicht verstehen, weil ich kann kein Englisch. Und ich bin bei einer Pflegemutter aufgewachsen und diese Frau war wirklich ein Monster. Und ich habe ihn gefragt, ob er sie in ein Buch umbringen würde. Ob er ein Buch schreiben würde und sie umbringen würde. Okay. She wrote to you on Instagram last night and you were answering her question. She grew up with a mother that didn't, that was like, yeah, a monster. She wants you to kill this woman in one of your books, would you? Yeah, I'll fuck her up. She doesn't understand English, so she couldn't understand your answer, and she just wanted to know. Google! Du sollst das nächste Mal den Google-Übersetzer benutzen? Ja, mach das. That's what I do. It's like, what they say? Yeah, I'll kill her. Give me all the names. Du sollst ihm die Namen nennen und dann bringt er sie um. Habe ich ja geschrieben, sie heißt Maria. Ah, okay. Her name is Maria. I need a surname. Ah, du brauchst einen Nachnamen. Nachnamen Schöner. Schreib mal nachher auf, dann Yeah, I can do that. So, ihr Lieben. Letzte Frage. Letzte Frage. Hat jemand noch eine letzte Frage, bevor wir zum Signieren schreiten? Ob seine Laune jetzt besser ist. Ja. better mood now than this morning? No. I came back from America 2 weeks ago, and every night I just sleep for 3 hours. Oh. And then I'm like, and Er leidet noch arg von seiner Amerikareise. Er schläft nachts immer nur ein paar Stunden und ist dann hellwach und entsprechend geht es ihm nicht so geil gerade. Ja gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal schnell zum Signieren oder so. Also ganz Aber herzlichen Dank. er hat darum gebeten, dass alle nochmal für ihn bitte den hier machen. Ach so, ja, okay. Leave the fingers. This is going to my wife. Schon wieder? So when we're ready.
Fuck you, Marie! Yeah! Okay, vielen Dank fürs Interview. Thank you.